Fisch. So, nächster Fisch. Der Lukas ist echt on fire. Jawohl! Ui, der schaut die geil aus. Wie die gezeichnet sind. Junge, da geht was. Es läuft am allerreinsten. Schlag auf Schlag, Leute, komplett crazy. Wissen gar nicht, was wir noch groß sagen sollen. Herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Sportex Germany. Nachdem wir letzte Woche noch in Gotland waren in Schweden fürs Meerforellen-Video, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, sind wir jetzt in Slowenien für Seeforelle. Ich habe mir einmal den Christian geschnappt und natürlich den Lukas, unseren Salmoniden-Experten. Und jetzt wollen wir hier hinten mit allen möglichen Ködern hoffentlich auch ein paar Forellen eben fangen. Wir sind zum ersten Mal hier, zumindest der Lukas und ich. Der Christian war schon zweimal oder dreimal hier, glaube ich. Dreimal. Und war auch immer erfolgreich. Wir haben jetzt hier Mitte April, 6 Uhr morgens auf dem Parkplatz. Und es wird definitiv ein spannender Tag. Die Bedingungen sind nicht ganz optimal. Das Wasser ist ein bisschen zu warm und zu trüb. Aber wir lassen uns natürlich nicht entmutigen. Quatschen jetzt auch nicht länger und legen sofort los. Also wir sind gerade auf dem Weg zum Spot und haben jetzt kurz einen Zwischenstopp eingelegt, weil 2 Fische hochkamen, vielleicht sogar Forellen eben. Lohnt sich immer da mal einen kurzen Wurf zu machen, weil wer weiß, ob es vielleicht auch ganz schnell jetzt funktioniert. Ja! Da, dieser. Leute, da ist die erste. Was auch immer es dann genau ist. Wir werden es gleich erfahren. Ja, es sieht nach der ersten Forelle aus. Jawohl! Extrem geil, dass das so schnell geklappt hat. Gerade hier Fische aussteigen gesehen. Und schon ist die erste im Kescher. Richtig geil, die zeigen wir euch jetzt. Der erste Fisch des Tages kam echt nach 2-3 Minuten Angeln, jetzt glaube ich 3. Wurf. Aufsteiger gesehen, angeworfen, kurz absinken lassen und echt wunderschöne Forelle. Richtig, richtig cool. Also der Tag startet wirklich perfekt und die setzen wir jetzt auch wieder zurück. Jawohl, so kann es weitergehen. So, 3. Platz jetzt. Lukas hatte gerade noch einen Biss. Wir angeln uns hier jetzt einfach durch, Stelle für Stelle. Wie lange wir hier stehen, ist immer sehr spontan, je nachdem wie viel Aktion kommt, aber tendenziell sind wir schon schneller unterwegs, weil wir auch zu dritt sind. Das heißt, jeder macht irgendwie um die 5, 6, 7 Würfe und dann geht es auch weiter, wenn nichts kam. Aber super cool nochmal, dass das so schnell geklappt hat. Wir haben hier alle unterschiedliche Köder, das heißt, wir können auch die Stellen schnell ausangeln. Christian
hat einen Blinker dran. Ich habe hier so eine Tube, die ich immer so absinken lasse. Der Lukas fischt mit einem kleinen Gummifisch. Und so wird sich dann relativ schnell herausstellen, was zum Erfolg führt. Aber nochmal, die Kulisse ist einfach traumhaft hier in Slowenien. Und entsprechend genießen wir jetzt auch den Morgen hier. Erzähl mal, hast du einen Biss gehabt? Ja, jetzt zweimal wieder hintereinander, also im selben Wurf. Ich lasse jetzt den Gummifisch einfach auf den Grund absenken und ziehe ihn dann so eigentlich straight durch die Wassersäulen, und das habe ich jetzt in den einen Wurf 2 Biss hintereinander gekriegt, oder wird wahrscheinlich eh derselbe Fisch gewesen sein, aber ist leider nicht gehängt. Fisch. Nein. Ja. Jawohl, Lukas! Sehr schön! Grüß! Jawohl, die passt! Drin ist! Petri! Bitte, danke. Schöne! Ah, da freue ich mich. Sehr schön! Ui, da schaut die geil aus. Wie die gezeichnet sind. Das sind keine Verhurnacken. Nein, gar nicht, weißt du. So Leute, das hat es bei mir auch noch einmal geglaubt. Nach 2 Fehlbissen ist mir da die wunderschöne Seeforellen eingestiegen. Richtig nice. Petri, Lukas! Sehr schön, jetzt machen wir weiter. Nein! Ah, schade. Schade, schade. Aber weiter geht's. Jetzt läuft's. Fisch. Jawohl. Ja, die passt, ja. Ein wenig kleiner ist schon. Junge, da geht was. Einwandfrei. Einwandfrei. So Leute, jetzt hat es schon wieder geklappt. Freue mich richtig. So schaut's aus. Und es ist gerade so, ich habe da relativ auf Wurfdistanz 2 geworfen und den Köder bis am Grund absenken lassen. Und zwar jetzt zweimal hintereinander so Boden aufgekommen, der Köder. 1-2 Mal angeschickt und dann ist der Biss sofort gekommen. Also beim Christian, der hat relativ viel Biss gehabt. Im Mittelwasser, sage ich jetzt einmal, mit seinem Blinker, mit seinem Spoon. Und es funktioniert aber auf Grund auch. Ja, also die Seeforellen sind gerade richtig an Feier. Die will schon wieder zurück und die darf auch jetzt gleich wieder zurück. Fisch, hinten live. Die ist richtig schön. Jawohl! Alter, das ist schön. Brutal. Ganz brutal. Bitte. Merci dir. Brutal. Die sind so schön, die Fische. Unglaublich. Ja, wirklich. Es läuft vom Allerreinsten. Ja, der Lucky hinter uns hat schon wieder den nächsten. Aber sie sind ganz tief, faul und einfach nur langsam über den Grund drücken lassen und dann Wunderschön mal gezeichnet. wunderschöne Fische. Jetzt haben wir eine richtig gute Stelle. Es macht unglaublich Spaß. Ja.
Und die hier- Kurzweilig. Kurzweilig, ja? Richtig extrem. kurzweilig. Also hätte keiner vermutet, dass das so läuft. Der Lukas drillt im Hintergrund, ganz verrückt. Wir packen die mal in den Kescher, dann machen wir kurz einen Doppelrelease. Immer kurz drin, dann machen wir Doppelbilder, weil der Luki brauchst den Kescher. Und steckt gut drin. Oh, schön. Fast verkeschert. Fast verkeschert. Schöne. Richtig schöne. Ja. Wahnsinn. So Leute. Haben wir einen Doppeldrill gehabt? Doppeldrill. Kann man gar nicht glauben. Brutal, Ja. unfassbar, gell? Ist Bei dir richtig schöne, voll wie die getupft sind. Unglaublich. richtig schöne Fisch. Und dann haben wir es fertig gelandet. Der Wahnsinn. Manuel hat uns zum Glück beim Keschern geholfen. Voll. Also wunderschöne Fisch. Ah, ist richtig gut. Ich hab schon gesehen. Richtig dick. Jetzt macht's richtig Spaß. Oh, auch schöne. Jawohl! Alter, was ist da los Petri! jetzt? Nicht nur da. Das ist die Ratschiste, die halte ich nicht. Der Morgen könnte nicht besser laufen. Christian ist eine bessere, hä? Das ist, glaube ich, noch besser als. Fahren wir gleich Cash aus. Oh ja, serious business. Jawohl, jawohl. Jawohl. Boah, das ist eine gute. Boah, das ist eine gute. Jetzt ist es eskaliert. Ai, 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 ai. Ganz stark, ganz stark. Brutal. Schau dir das Viech an. Die hängt kurz auf. Warte mal. Hier. Schlag auf Schlag, Leute, komplett crazy. Wir wissen gar nicht, was wir noch groß sagen sollen. Es kommt echt eine nach der anderen jetzt. Ja Leute, es läuft unglaublich, wirklich. Das hätten wir uns nie erträumt in dem Ausmaß. Wir fangen hier lauter schöne Forellen. Der Christian auch mit einer richtig guten. Also schöner kann es nicht laufen. Wunderschöne Fische einfach. Ja, wir haben jetzt den Spot hier ein bisschen länger ausgeangelt. Das ist ja wirklich komplett eskaliert hier. Das hat eigentlich keiner erwartet in der Art und Weise. Aber umso schöner, dass es funktioniert hat. Das Beißen hat sich jetzt aber auch eingestellt. Und wir werden jetzt natürlich noch andere Spots aufsuchen. Es ist vielleicht 9 Uhr morgens. Ja. Das heißt, es geht jetzt nach, wo geht's hin? Jetzt werden wir auf die andere Seite vom See fahren, Richtung Blättstadt. Da suchen wir uns einen Parkplatz. Und von dort aus können wir dann das ganze Ufer runterfischen bis dahin, wo letzten Endes der Auslauf vom See ist, wo das Wasser aus dem See rausläuft. Da ist vielleicht auch ein bisschen Unterwasserströmung drin. Und daher hoffen wir uns eigentlich, dass noch mal ein bisschen was geht, oder? Das Schwierigste ist jetzt wahrscheinlich einen Parkplatz zu finden, oder? Das ist hier ein Ja. bisschen schwierig Ja. und auch teuer, wenn Ja. man einen findet. Ja. Aber das werden wir schon hinkriegen. Der Lukas angelt hier noch im Hintergrund, aber den packen wir uns jetzt und dann geht's weiter. Ja. So, Spotwechsel. Das Parken ist hier wirklich krass im Blöd. Wir haben jetzt hier 25 €, dann wenigstens für einen Tagesparkplatz, auf den man dann immer wieder zurück kann. Wir fischen jetzt hier so eine Uferlinie entlang, relativ lange Strecke, so 500 Meter, 600 Meter. Auch ein Spot vom Christian, den er letztes Jahr schon beangelt hat und ganz erfolgreich war. Jetzt hoffen wir, dass das natürlich so weitergeht. Wäre auf jeden Fall super fürs Video und auch für euch, dass ihr das sehen könnt.
Und dann gucken wir halt, was passiert. Fisch, aber ist ein klein. Ja. Aber meine ist nicht schlecht. Hat wer einen Cash, ja? Die ist schön sogar. Gewechselt und da ist relativ tief, haben jetzt ewig lang absenken lassen, zweimal angekommen und der Biss war sofort da. Eine richtig coole Fischerei und eine richtig schöne Seeforelle. Petrimann. Bitte Dank. Nächster Fischlucke, ja? Läuft. Das ist ein 10 Gramm Taxen. 10 Gramm Tax. Oh, ja, der passt schon, der passt. Lang und dünn. Lang und dünn. Lang und dünn. Also Strecke gemacht, Leute. Wollten wir klar eigentlich gehen, aber jetzt haben wir dann doch noch eine erwischt, ne Lukas? So schaut's aus. Zeigen wir euch noch kurz und dann geht's weiter. Nächster Fisch für den Lukas. Gleich nach der Mittagspause. Bessere. Ah. So Leute, jetzt Mittagspause vorbei. Unser Auto steht da oben. Jetzt haben wir gesagt, wir bleiben da gleich stehen und machen ein paar Wurf. Und es hat keine 5 Wurf nicht gedauert. Habe einen Fehlbiss gekriegt, habe nochmal nachgeworfen und dann ist mir schön eingestiegen. Und das ist eine richtig gute Seeforelle. Das zeige ich euch jetzt kurz. Mit dem Handling gar nicht so einfach da. Kurze Mittagspause, Leute. Nochmal. Christian hat gerade einen schönen Fisch verloren. Und jetzt hat uns der Lukas hier so ein slowenisches Bier gebracht. Das müssen wir jetzt kurz genießen und dann geht's gleich weiter.
So, nächster Fisch. Der Lukas ist echt on fire. Einer nach dem anderen. Oh, wieder eine schöne. Jawohl! Petri, Petri. Schön sind sie schon, gell? So Seeforellen. Super. Super sind's. Wunderschön. So, jetzt ist hier gerade so ein Nachmittagsloch, Nachmittagstief. Wir haben uns jetzt entschieden, nochmal weiter zu gehen an Stellen, an denen wir noch nicht waren. Und dann machen wir was ganz Spontanes und mit Sicherheit Lustiges. Wir leihen uns so ein Ruderboot aus, werden dann zur Insel schleppen und dann auf der Insel angeln. Wird sicher auch eine lustige Nummer. Und dann geht es nochmal an den Spot, an dem wir heute Morgen so viele hatten, als Abschluss quasi. Und dann werden wir sehen, wie wir den Tag hier so beenden können. Aber war auf jeden Fall unglaublich gutes Wetter, unglaublich gute Stimmung. Die Fische haben auch echt mitgespielt. An jedem Spot kommt irgendwie ein Fisch mal raus. Manchmal dauert es länger, manchmal beißen sie schneller, aber macht einfach unglaublich Spaß. Ja, jetzt geht's los, Leute. Wie angekündigt, die Bootstour zur Insel. Wir gucken mal, ob das was bringt. Vielleicht sind da größere Fische. Wird auf jeden Fall spannend. So, los geht die Tour zur Insel. Jetzt wird's nochmal spannend hier am Nachmittag. Christian, bist du angespannt? Maximal. Maximal angespannt. Ja. Insel, das wird jetzt sicher. Sicher. Bei einer Insel, da stehen immer die dicken Fische. Absolut. Immer. Leute, das Köder im Baum gesetzt. Ganz schlecht. Wir sind jetzt mit dem Ruderboot auf die Insel gefahren, sind hier am absoluten Touri-Hotspot. Steg, Boote, alles dabei und probieren es hier mal. Oh Leute, die Insel war eine richtige Nullnummer. Da ging gar nichts. Ein Haufen Waller schwimmen da rum, die Leichen anscheinend. Sind alle auf einem Fleck. Auch richtig fette Karpfen. Aber nicht eine einzige Seeforelle. Wir sind einmal rum. Das ist nicht viel, das ist eine kleine Insel. Aber ja, so ist es halt manchmal. Der Plan ist jetzt, zurückzurudern. Und dann nochmal auf den Spot zu gehen, an dem wir heute Morgen waren, an dem es so gut lief. Und da werden wir den Tag dann auch abschließen. Die Herrschaften hier, die lassen sich schön zurückrudern hier von mir. Wahnsinn. Wahnsinn!
jetzt der letzte Fisch vom Spotwechsel. Wir haben gesagt, wir machen da auf der Mauer nochmal schnell ein paar Wurf. Und hat sofort funktioniert. Machen wir da noch ein paar Wurf, glaube ich, und dann schauen wir, dass wir am letzten Spot kommen. So, bevor wir jetzt zum Platz von heute Morgen wechseln, an dem es dann hoffentlich nochmal richtig eskaliert, das ist zumindest unser Wunschdenken, gibt es natürlich noch kurz und knapp den Tackle Talk. Wir haben uns jetzt hier für Routen entschieden, die nicht zu lang, nicht zu kurz sind. Das heißt, um die 2,35 Meter, 2,40 Meter rum, das ist einfach vom Ufer aus schön zu angeln. Eine 2,70er braucht man hier nicht, also Wurfweiten sind hier eigentlich nicht nötig. Die stehen alle relativ nah, also mit 2,40 kommt man hier super klar. Wurfgewicht um die 20 Gramm, je nachdem, ob man jetzt, wie in meinem Fall, ich zeige euch das kurz, so einen Blinker angelt. Wenn man natürlich kleinere Gummifische angelt, braucht man gar nicht so viel, da reichen wahrscheinlich sogar 10 Gramm, aber mit diesen Blinkern habe ich dann doch lieber 20, vor allem weil dann doch auch mal wirklich große Fische einsteigen können. 60er, 70er ist ja eben alles vorhanden. Ansonsten eine Rolle 2500er, 2000er, das passt dann gut in Kombination mit den Routen. 10er Schnur, 12er Schnur, mehr braucht es definitiv auch nicht. Wir haben hier unsere Climax Never Fade. Die funktioniert hier richtig gut, kann man schön weit werfen, ist auch schön leise. Und dann halt 25er Fluorcarbon vorgeschalten, das ist so, was wir heute hier verwenden. Unkompliziert, braucht nichts Spezielles, definitiv nicht. Was hier wichtig ist im Bled, ist, man darf nur Einzelhaken verwenden, keine Drillinge. Das ist ganz, ganz wichtig, wird auch kontrolliert, deswegen passt da auf. Und ansonsten fahrt einfach hierher, habt eine schöne Zeit und fangt ein paar Forellen. So Leute, jetzt sind wir am letzten Spot angekommen für den heutigen Tag. Jetzt haben wir mittlerweile schon kurz vor 7 und die Sonne ist jetzt da weg oder hinter dem Berg da verschwunden. Finde ich richtig nice nämlich. Ich glaube, oder ich hoffe, sagen wir mal so, dass jetzt der Schatten oder die Sonne, wenn die weg ist, einfach die größeren Fische ein wenig Nähe Richtung Ufer zu rücken lässt. Schauen wir mal. Ich freue mich schon richtig jetzt und ja, auf geht's, würde ich sagen. Fisch. Passt, oder? 105 Meter vor dem Steckbissen, glaube ich. Der wir noch eine rein. Ah, die ist aber eh nicht schlecht. Ja. Eine dicke. Ja. Hoch. Jawohl! Stark! Stark. Petri! Vielen Dank. Schöne! Passt! Letzter Fisch des Tages, Leute, zumindest wahrscheinlich. Also wir wollen das Projekt jetzt mit dem Fisch hier im Kescher beenden. Der Kameramann hatte gerade noch eine richtig schöne, hat dann leider auch gleich wieder reingeworfen, ist ihm ausgekommen. Aber der Lukas zeigt euch jetzt mal noch einen Fisch und das war's dann auch für heute. War wirklich ein sehr verrückter Tag. Wir hatten unglaublich viel Spaß, tolles Wetter und wie gesagt, das ist jetzt der letzte für euch. Der letzte Fisch, wunderschön. Und ich glaube, ein Tag, so wie man es in alle nicht erwartet hätte. Heute. Also unglaublich, unglaublich. So viel schöne Fisch. Richtig viel und richtig schöne Fisch. Und was willst du mehr? Lass man schwimmen. Petri, zum letzten Mal Vielen Dank. und danke für den schönen Petri. Tag. Richtig gut. Leute, das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert auch gerne. Und wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, wo wir Verrückten mal hinreisen sollen, dann gebt auf jeden Fall Bescheid. Oder wenn euch irgendein Thema interessiert, ansonsten liken, kommentieren, das ist immer ganz wichtig. Und habt einfach Spaß am Wasser. Geht raus. Ja.
Yeah.